Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Viele von uns wünschen sich ja schon seit langem einen Client für Flive Universe, dass es nicht als reines Browser-Game existiert, sondern auch die Option eines PC-Klients gibt. Es gibt mittlerweile auch eine Smartphone-App, zumindest auf Android. Und momentan ist es unklar, wann oder ob jemals so ein Klient kommt. Die Entwickler haben es zwar nie verneint oder definitiv ausgeschlossen, eigentlich sogar im Gegenteil. Es war eigentlich immer so, dass sie im Q&A gesagt haben, ja, kann schon irgendwann kommen, so ungefähr. Naja, aber wir haben jetzt schon über 3 Jahre gewartet und es gibt immer noch keine, also ob es jemals einen geben wird und wann, das wird und könnte noch sehr lange dauern, falls es jemals passiert. Und deswegen gibt es verschiedene Community-Projekte, die sich mit dem Thema schon befasst haben. Es gab schon immer so ein bisschen Custom-Clients oder Browser-Erweiterungen oder whatever, die hier im Umlauf waren. Muss aber ehrlich gesagt zugeben, ich habe nie eine ausprobiert und ein paar davon sind, glaube ich, oder zumindest habe ich so mitbekommen, auch wieder offline gegangen, beziehungsweise kümmert sich keiner mehr drum. Was ich euch heute vorstellen will, ist der Flive Universe Launcher von Toffee. Toffee ist ein Game Master für Flive Universe, also auch eine vertrauenswürdige Quelle, als jetzt irgendjemand, und hat hier den Flive U Launcher ins Leben gerufen und mich auch darüber informiert und gefragt, ob ich mir den mal anschauen will. Habe ich auch gemacht. Ich gehe jetzt nicht über alle Features drüber. Schaut sie euch einfach selber an, wenn ihr daran interessiert seid. Ich will euch vor allem eine Sache in den Vordergrund stellen, warum es für mich tatsächlich ein Gamechanger ist und warum ich ihn wahrscheinlich in Zukunft, also ich muss ihn noch fertig einrichten und so weiter und noch ein bisschen ausprobieren und mich wirklich dran gewöhnen, ob ich nicht doch noch irgendwas finde, was mir vielleicht auch nicht so gut gefällt, aber auf den ersten Blick sieht es tatsächlich sehr gut aus, weil ich habe vor allem 2 Sachen getestet und die waren ziemlich nice, muss ich sagen, und gefallen mir bisher auf jeden Fall sehr gut. Ich habe jetzt noch nicht richtig damit gezockt, ist momentan auch nicht so relevant, weil das, was mich am meisten stört, das Problem habe ich momentan nicht auf meinem Jester. Das werde ich erst wieder haben, wenn ich wieder Elementor spiele, die ganze Zeit. Erst dann wird mich das wieder fast täglich triggern und dann wird das vor allem wirklich der Härtetest, ob das langfristig für mich funktioniert. Aber das ist halt, wie gesagt, eine der Sachen, die mich am meisten triggern und die löst dieses Projekt hier. Es gibt auch gar nicht so viele Release-Notes. Ihr seht schon, das Ganze ist noch relativ frisch. Vor allem die ganzen Änderungen und ja, wie gesagt, könnt ihr euch einfach selber ein bisschen durchlesen oder selber einfach ausprobieren. Ich finde, ausprobieren ist immer das Wichtigste. Hier zum Beispiel wurde etwas hinzugefügt zum Muten. Bei mir ist es so, ich habe immer nur Sound auf einem Charakter, deswegen brauche ich das jetzt eigentlich zum Beispiel überhaupt nicht. Und ich arbeite immer mit dem Windows Lautstärke Manager und so. Aber wie gesagt, ob das was für euch ist oder nicht, im Endeffekt müsst ihr das einfach mal ausprobieren. Dann seht ihr klar. Auf jeden Fall, wie funktioniert's? Also ihr seht hier immer, ihr habt die aktuellste Version immer ganz oben, also immer die aktuellste Version downloaden. Das ist aktuelle Version 1.0.9. Ihr seht auch, wie gesagt, wird relativ häufig geupdatet, also lohnt sich auch immer mal wieder reinzugucken, ob es eben neue Funktionen und so weiter gibt. Und dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ihr habt hier so ein kleines, so einen kleinen Setup-Launcher quasi, wie bei Flive PC, wo du dann auf Play drückst, wo du die Website hast und so. Hier hast du den aktuellen Newsfeed, also du öffnest quasi wirklich den Launcher und dann ist es wie früher. Ich meine, es sieht jetzt hier natürlich ein bisschen, ja, rudimentärer aus, also es ist jetzt nicht so fancy aufgemacht mit irgendwelchen Grafiken. Könnte man aber bestimmt noch hinzufügen, dass man hier ein Hintergrundbild einfügt oder sowas. Könnte man bestimmt noch machen. Kommt vielleicht auch noch, keine Ahnung. Kann man ja als Feedback auch zurückmelden. Jedenfalls hast du hier den Newsfeed, was so alles neu auf der Website ist und dann kannst du halt zum Beispiel auch einfach draufklicken. Man kann jetzt nicht scrollen, habe ich zumindest nicht rausgefunden, wie man noch weiter zurückgeht. Das geht jetzt nicht, das sind halt wirklich nur die aktuellsten Beiträge. Aber ich sag mal so, wenn man wirklich mehr wissen will oder was Älteres sucht, ich meine, gut, dann geht man auf die Website, ne? Aber es ist auch ein Shortcut auf die Website letztendlich. Wenn du hier draufklickst, öffnet sich halt dann die Website im Browser und von da aus kannst du ja dann auch weiter navigieren. Also grundsätzlich passt das schon. Genau. Dann, wie funktioniert das? Also hier, ihr seht schon, man kann es hier wirklich sehr custom einrichten. Ich kann jetzt hier auf Create Profile drücken. Dann sind hier eh schon ein paar Beispiele angegeben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal 2 FEC Ringmaster gemacht. Eigentlich müsste der hier FEC Ringmaster heißen. Ist aber auch egal. Jedenfalls kannst du es halt nennen, wie du willst. Du könntest hier auch Dönermann 63 reinschreiben. Das ist vollkommen egal. Und dann kannst du hier auch eine Klasse auswählen. Also du kannst auch sagen, ja, das ist mein Blade oder keine Ahnung was. Und dann kannst du es hier auswählen. Es sind sogar schon die Third Jobs hinterlegt, was ja bald relevant sein dürfte. Und dann kannst du das halt auch wirklich so sehr
Vor allem, wenn du viele Charakter hast, so einstellen, dass du eigentlich auch immer direkt weißt, welcher Charakter ist welcher. Und das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Ist jetzt aber für mich persönlich alles nicht so ultra relevant, weil ich sag mal so, wir haben schon die Saved Sessions und ich weiß, das Argument, wenn ich das jetzt im Stream gezeigt hätte, würde es sofort kommen. Ja, aber wir haben doch schon Saved Sessions, also ist ja nichts anderes letztendlich. Das stimmt, der Unterschied zu Saved Session, würde ich sagen, der größte ist tatsächlich, dass du es umorganisieren kannst. Also du kannst die Reihenfolge ändern, wie du lustig bist quasi. Okay, jetzt hat es ein paar Versuche gebraucht. Keine Ahnung warum. Ja, jetzt hat es sofort funktioniert. Seltsam. Naja, egal. Auf jeden Fall kannst du die Reihenfolge leichter ändern. Wenn du jetzt deine Saved Sessions im Browser ändern willst, musst du tatsächlich welche entfernen und die Reihenfolge so ändern. Das ist tatsächlich ultra nervig. Und hast hier halt ein bisschen so die Übersicht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 2 Fenster schon offen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch hier beim Ringmaster einfach auf Quit drücken. Und dann kommt hier auch so eine Meldung wie bei einem richtigen Game halt quasi, anders als beim Browser. Wenn du beim Browser halt wirklich hier oben aufs X klickst, dann ist er direkt weg. Gut, kann man auch einstellen tatsächlich, vor allem wenn man mehrere Browserfenster aktiv hat. Aber passiert ja öfter mal und hier hast du auch so ein bisschen eine bessere Übersicht, was du eigentlich machst, weil du willst vielleicht aufs X klicken, aber du willst ja vielleicht nicht den Flive Universe Launcher beenden, sondern du willst nur die Session beenden und so weiter. Also es ist schon ein großer Unterschied zu eben einem herkömmlichen Browser. Es ist halt sehr customized eben auf Flive Universe. Auch das ist für mich nicht allzu relevant, muss ich persönlich sagen. Wie gesagt, kann man auch in normalen Browsern relativ gut einstellen, diese ganzen Funktionen. Das Einzige, was hier schon mal hervorsticht, ist eben die Änderungen und die Anpassung an die eigenen Bedürfnisse. Was ich euch jetzt aber zeigen wollte, was für mich der Make-or-Break-Punkt ist oder was für mich wirklich eine große Rolle spielt, ist Folgendes. Ich ärgere mich schon seit sehr langer Zeit darüber. Beispiel, du klickst hier in den Chat, du schreibst irgendwas und drückst aus Versehen F1, weil du zum Beispiel das nächste Monster angreifen willst und du checkst nicht, dass du noch im Chat bist oder du checkst nicht, dass du hier in der Suchleiste bist oder whatever, ne? Oder in einem Chatfenster oder so. Sobald du in einem Browser in ein Textfeld klickst und dann eine der F-Tasten betätigst, dann machst du F5, aka Game, also Browserseite aktualisiert sich, das heißt, du fliegst selber aus dem Spiel raus. Höchstwahrscheinlich bist du tot, wenn du gerade am Leveln bist oder so, weil bis du reconnectest, naja, bist du halt gestorben. Wenn du F1 drückst, öffnet sich Microsoft Edge, Chrome, Hilfeseite. Super nervig. Wenn du die Taste F3 dreimal schnell hintereinander drückst oder gedrückt hältst, dann öffnet sich die Suchleiste. Und lauter solche dämlichen Browserfunktionen, die du leider in den meisten gängigen Browsern nicht deaktivieren kannst, die sind hier von Haus aus deaktiviert. Und das ist für mich tatsächlich der größte Vorteil hier. Also hier sind einige Vorteile, hier sind einige coole Features. Für mich die meisten jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das muss ich jetzt unbedingt haben und ich muss das jetzt unbedingt benutzen. Das ist für mich tatsächlich der Make or Break, lustigerweise. Ich weiß auch gar nicht, ob das beabsichtigt ist, dass das so ist. Aber es ist auf jeden Fall so und das war eben das, was ich ausprobieren wollte. Und um euch zu zeigen, was ich meine, ich habe jetzt hier, wie gesagt, F3, F5 und so weiter gedrückt. Schaut, was passiert, wenn ich... Achso, weil das muss ich tatsächlich in Chrome zeigen. Ja gut, das ist das Einzige, was bei Firefox tatsächlich nicht passiert. Wenn ich jetzt in Firefox F1 drücke, passiert tatsächlich nichts. Aber schaut euch an, was ich jetzt mache. Ihr seht ja, wenn ich Taste F3 drücke hier, ne? Leuchtet ja. Ich halte die Taste jetzt gedrückt. Und nach dem zweiten Mal öffnet sich hier die Suchleiste und ihr seht, ich halte die Taste immer noch gedrückt. Aber in-game passiert gar nichts mehr. Beim dritten Mal, nachdem ich F3 gedrückt halte, öffnet sich die Suchleiste und ich kann die auch immer wegklicken. Sie öffnet sich einfach immer instant wieder. Das ist in allen gängigen Browsern ein Problem. Firefox, Chrome, Edge etc. Super nervig. Und wenn ich jetzt hier irgendwo reinklicke, in irgendeinen Chatfenster, Suchleiste, allgemeine Kommunikation und ich drücke F5, was passiert? Zack. Und das ist mir schon so oft passiert. Irgendjemand schreibt mich an, während ich eigentlich gerade am Fastwalker oder Leveln bin oder Party-Skills aktivieren. Klassisch. Jemand schreibt dich an, du bist gerade in einem Bossfight, du willst nochmal kurz Global Attack, Link Attack, Drop Skills aktivieren, irgendwas, was auf den F-Tasten liegt, zack, boom, öffnet sich eine Hilfeseite, zack, boom, deaktualisiert sich das Game, du fliegst raus. Es ist so unfassbar nervig. Einer der nervigsten Aspekte davon, ein Browserspiel zu spielen, weil es halt tatsächlich ein Browserspiel ist, das im Browser stattfindet und damit auch alle Browserfunktionen standardmäßig aktiviert sind. Und das ist echt ziemlich nervig. Und wie gesagt, die 3 nervigsten, habe ich euch gesagt, F1, F3, F5. Gibt noch ein paar andere, F11, F12, aber gut, F11, F12, F11 ist Vollbild. Ich sag mal so, wenn ich das jetzt aussehen drücke, naja, gut, drücke ich es dann einfach nochmal, das ist jetzt nicht so schlimm. Das haben wir jetzt hier auch, diese Vollbildfunktion. Das ist ja auch mehr eine Windows- Sache, die bei den meisten Fenstern auch in Windows funktioniert.
Und F12, naja gut, da muss man halt sagen, das gibt's hier nicht, da passiert auch nichts, ist also auch von Vorteil. Aber wie gesagt, F11, F12, dadurch, dass du sie in-game gar nicht belegen kannst mit irgendwas, ist es schwierig, die zu fettfingern. Also F1, F3, F5, wenn du, wie gesagt, gerade angeschrieben bist und du siehst im letzten Moment, oh scheiße, Dropskills, willst noch schnell Dropskills aktivieren oder so, das ist ein Klassiker. Oder wenn dich halt, wie gesagt, einfach so jemand anschreibt und du noch im Chatfenster hängst oder so, weil du mit der Nachricht noch nicht fertig bist oder was auch immer, aber du willst deinen Charakter vom Tod retten. Das sind so wirklich die Klassiker. Und das ist halt hier tatsächlich nicht der Fall. Außerdem, aber wie gesagt, ich habe ihn jetzt noch nicht so ausführlich getestet, soll er auch eine bessere Performance haben. Davon habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht viel gemerkt. Ich bin jetzt auch hier noch ein bisschen rumgelaufen, habe auch noch nicht alle Einstellungen gemacht und so weiter. Ich habe es jetzt erstmal auf die Sachen geprüft, dass wenn die nicht klappen würden, mich das sowieso nicht groß interessieren würde. Aber ich würde euch stark empfehlen, euch das einfach selber mal anzugucken. Vielleicht sucht ja jemand schon seit längerem von euch nach einem alternativen Browser, nach einem anderen Klienten und dann könnt ihr euch, wie gesagt, das einfach selber angucken und die Sachen, die euch persönlich extrem nerven, ob die hier besser oder schlechter gehandhabt werden. Wie gesagt, auf jede Funktion will ich jetzt gar nicht eingehen und das war es eigentlich auch schon. Also wie gesagt, Flyve U Launcher von Toffee, einfach mal ausprobieren und wie gesagt, ich gehe stark davon aus, also jetzt wie gesagt, aktuell für meinen Jester macht es keinen so großen Unterschied, weil da nervt mich dieses Problem nicht. Also ihr habt mich wahrscheinlich in letzter Zeit nicht wirklich darüber nörgeln hören. Ab und zu vielleicht, aber wirklich mit meinem Elementor ist es ein tägliches Problem fast schon, vor allem wegen F3, weil ich habe halt gerne meine ATK-Skills, also die Skills, die ich die ganze Zeit benutze, habe ich natürlich gerne weiter vorne, also zum Beispiel Taste 1, 2, 3, Taste F1, 2, 3, so, das sind so die Sachen, die man wirklich die ganze Zeit drückt, die Tasten, die leicht erreichbar sein sollten und F3 passiert mir halt einfach immer wieder, dass ich es zu schnell drücke oder kurz gedrückt halte und da reicht wirklich eine Sekunde, nicht mal eine Sekunde, du musst wirklich nur ganz kurz F3 drücken. Also ich würde es nicht mal gedrückt halten, denn ich würde es einfach nur stärker drücken und sofort kommt dieses Suchfeld zum Beispiel. Und das sind lauter so Sachen, sobald ich wieder Elementor die ganze Zeit spiele, weiß ich schon, wird mich das wieder so triggern. Und dieses Feature, dieser Browser, dieses Tool, wie auch immer man es nennen möchte, löst dieses Problem. Und vielleicht auch andere, die euch nerven. Wie gesagt, muss jeder für sich entscheiden. Link dazu findet in der Videobeschreibung zu dem Ganzen. Und dann probiert es einfach mal aus und überzeugt euch selbst. Lasst gerne Feedback da, schreibt auch das Feedback dann Toffee beziehungsweise auf der Website in GitHub. Und also falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder falls irgendwas nicht richtig funktioniert. Und dann sage ich auf jeden Fall danke an Toffee zum Erstellen dieses Browser-Tools. Und euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da und schaut auch gerne im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.